Sie haben über den Roadster gelacht. Sie haben den Cybertruck angezweifelt. Und jetzt, während sich die Welt über Elon Musks Tweets und Teslas Verkaufscharts streitet, geschieht etwas ganz Außergewöhnliches. Hinter dem Vorhang verbirgt sich eine andere Art von Revolution, ein Auto, das so erschwinglich ist, dass es unmöglich klingt. Ein vollelektrischer Tesla für nur $10.699. Laut Elon Musk soll die Produktion bis Ende 2025 beginnen. Aber was verbirgt sich wirklich hinter dem sogenannten Model 2? Wo befindet es sich? Warum haben wir es noch nicht gesehen? Und wie kann Tesla ein revolutionäres Elektrofahrzeug zu einem so niedrigen Preis bauen? Lassen Sie uns eintauchen. Der $10.000 Tesla, den Sie nicht sehen sollen. Seitdem die ersten Bilder des Tesla Model 2 mit seinen atemberaubenden technischen Daten aufgetaucht sind, wurde eine große Frage aufgeworfen. Wie kann Tesla das Model 2 angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Klimas in den USA für nur $10.699 produzieren? Das ist ein Traumpreis. Aber ist er auch machbar oder nur ein Musk-eskes Versprechen? Viele Menschen waren skeptisch, als Tesla diese Zahl bekannt gab. Und um zu verstehen, ob sie realistisch oder nur ehrgeizig ist, müssen wir uns direkt mit dem Problem der Produktion von Elektroautos befassen. Elon Musk selbst gab kürzlich bei einem All-Hands-Meeting zu, dass die Herstellung eines Elektroautos nicht einfach ist. Tesla ist berühmt für seine hochwertigen Funktionen wie Batterien mit großer Kapazität, Selbstfahrfunktionen und luxuriöse Innenausstattung. Alles Faktoren, die den Preis in die Höhe treiben. Das Model S beginnt beispielsweise bei $79.990. Das Model X, ein Luxus-SUV, bei $84.990. Und sogar der Cybertruck beginnt bei $72.490. In der Zwischenzeit liegt das durchschnittliche jährliche Haushaltseinkommen in den USA bei nur $70.000. Und die monatlichen Autokredite können über $1.000 betragen. Mit anderen Worten, Tesla bleibt für viele ein Luxustraum. Und genau deshalb ist das Model 2 so wichtig. Wenn es Tesla gelingt, den Preis auf $10.699 zu senken, wird das Unternehmen nicht nur seinen Kundenstamm erweitern, sondern auch Elon Musks Ziel erfüllen, Elektroautos für die breite Masse zugänglich zu machen, anstatt sie als Spielzeug für die Tech-Elite zu betrachten. Das Model 2 ist jedoch keine verwässerte Version der High-End-Modelle von Tesla. Das Ingenieursteam hat Wege gefunden, die grundlegenden Technologiestandards des Unternehmens beizubehalten, ohne Abstriche bei der Sicherheit, der Leistung oder der Benutzerfreundlichkeit zu machen. Alles ist bis ins kleinste Detail optimiert, nicht um zu sparen, sondern um Effizienz neu zu definieren. Doch damit ist das Rätsel noch nicht zu Ende. Vaibhav Taneja, Finanzvorstand von Tesla, wies auf der vierteljährlichen Telefonkonferenz im Januar 2025 auch darauf hin, dass die US-Automobilindustrie vor neuen Hindernissen steht. Insbesondere die geplante Einführung von Zöllen in Höhe von 25% auf Autos, die außerhalb der USA hergestellt werden, wird im April in Kraft treten und könnte die gesamte EV-Lieferkette ernsthaft beeinträchtigen. Kann Tesla also diesen Zollsturm vermeiden? Wie Tesla die Zölle überlistet, um ein $1.000 EV zu bauen. In einer Welt, in der die globale Lieferkette anfälliger denn je ist, hat der jüngste Schritt der US-Regierung, ein Zoll von 25% auf nicht, im Inland hergestellte Autoteile, Schockwellen durch die Elektrofahrzeugindustrie geschickt. Für Hersteller von Elektrofahrzeugen, die immer noch auf eine komplexe internationale Beschaffung angewiesen sind, ist dies nicht nur eine Herausforderung, sondern eine potenzielle finanzielle Katastrophe. Die Produktionskosten könnten über Nacht in die Höhe schießen, und für viele rückt der Traum von erschwinglicher Elektromobilität in weite Ferne. Doch inmitten dieser Turbulenzen scheint ein Unternehmen unheimlich gut vorbereitet zu sein: Tesla. Elon Musk hat sich schon lange eine Zukunft vorgestellt, in der Tesla nicht nur ein Autohersteller ist, sondern ein vertikal integriertes technisches Kraftwerk. Und diese Vision zahlt sich jetzt aus. Auch wenn Musk zugegeben hat, dass selbst Tesla auf einige importierte Teile, hochwertige Halbleiter, Spezialwerkstoffe oder seltene Erden nicht ganz verzichten kann, ist der aggressive Vorstoß des Unternehmens zur Lokalisierung der Lieferkette inzwischen eine strategische Goldgrube. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht das Tesla Model 2, das lang erwartete, kostengünstige Elektroauto für den Massenmarkt. Im Gegensatz zu Konkurrenten,
die sich unter der Last neuer Zölle umstrukturieren müssen, hat Tesla in aller Stille eine heimische Produktionsarchitektur aufgebaut, die genau diese Art von Schock überstehen kann. Von seinen Gigafactories in Fremont und Austin bis hin zu seinen hochmodernen Guss- und Batterieproduktionsanlagen hat Tesla das Model 2 effektiv gegen die schlimmsten Auswirkungen des Zolldrucks immunisiert. Das ist nicht nur clever, es ist eine Meisterleistung in Sachen Voraussicht in der Produktion. Aber lassen Sie uns noch weitergehen. Die wahre Genialität von Teslas Reaktion liegt in seinem technologischen Paket. Erstens geht es bei der revolutionären Silicon 1480 Batteriezelle nicht nur um die Leistung, sondern auch um die Kosten. Durch den Wegfall von Modulen, die Erhöhung der Energiedichte und die Vereinfachung der Herstellung senkt diese Batterie die Kosten pro Kilowattstunde drastisch und reduziert damit einen der größten Kostenfaktoren bei der Produktion von Elektrofahrzeugen um fast die Hälfte. Und dann ist da noch das Gigacasting, Teslas industrieller Zaubertrick. Anstatt Dutzende oder gar Hunderte von Bauteilen zu schweißen und zusammenzubauen, gießt Tesla riesige Teile des Fahrzeugchassis in einem Stück. Das spart Roboter, Arbeit, Materialabfall und vor allem Zeit. In der Welt der Fertigung ist Zeit Geld. Und Tesla spart viel von beidem. Vergessen wir auch nicht Teslas globales Gigafactory-Netzwerk. Während die US-Betriebe die inländische Produktion verankern, ermöglichen Fabriken in Berlin, Shanghai und darüber hinaus Tesla die Anpassung an wechselnde politische Winde und regionale Nachfrage. Wenn ein Markt zu teuer oder instabil wird, kann die Produktion mit minimalen Unterbrechungen in einen anderen Markt verlagert werden. Und dann ist da noch der ultimative Effizienzmaßstab, die Zeit bis zur Fertigstellung. Mit all diesen Innovationen zusammen kann Tesla Berichten zufolge ein komplettes Model 2 in weniger als 8 Stunden herstellen. Das ist nicht nur schnell, es ist revolutionär. Vergleicht man das mit traditionellen Autoherstellern, deren Produktionszyklen immer noch weit über einen Tag pro Fahrzeug hinausgehen können, wird klar, warum die alten Marken besorgt sind. Was bedeutet das alles für den Verbraucher? Nun, es bedeutet, dass Tesla vielleicht tatsächlich das liefert, was viele für ein Hirngespinst hielten. Ein vollelektrisches Fahrzeug, kein Gimmick. Kein Golfwagen mit Wi-Fi. Zu einem Preis von knapp über $10.000. Ein Auto, das keine Abstriche bei der Reichweite, der Sicherheit oder dem typischen Tesla-Tech-Ökosystem macht und gleichzeitig immun ist gegen den härtesten wirtschaftlichen Gegenwind, den die Autoindustrie seit Jahrzehnten erlebt hat. Aber es gibt einen Haken. Um diesen Preis zu erreichen, muss man etwas nachgeben. Vielleicht ist es die Bildschirmgröße, das Lautsprechersystem oder die Anzahl der Sensoren. Vielleicht ist es auch ein minimalistischeres Design. Und das wirft eine entscheidende Frage auf. Wenn das Tesla Model 2 die auffälligen Funktionen zugunsten der Erschwinglichkeit zurückschraubt, werden die Verbraucher dann immer noch bereit sein, es zu akzeptieren? Denn schließlich geht es hier nicht nur um Tarife oder Batterien, es geht um die Seele der Elektroautorevolution. Sind wir bereit, ein bisschen Luxus gegen Zugänglichkeit einzutauschen? Wird die Welt einen etwas einfacheren Tesla akzeptieren? Wenn dies bedeutet, dass sich Millionen von Menschen der Elektroautobewegung anschließen können? Das ist der wahre Schock, den das Tesla Model 2 mit sich bringt. Nicht nur ein neues Auto, sondern eine Neudefinition dessen, was es bedeutet, elektrisch zu fahren. Bahnbrechende Batterietechnologie in einem preiswerten Elektroauto. Vor kurzem wurde das Auto bei Testfahrten in den USA gesichtet. Es hatte seinen ersten Auftritt bei Testfahrten in Gebieten wie Kalifornien und Arizona, wobei mehrere Testsitzungen von Ende 2024 bis Anfang 2025 aufgezeichnet wurden. Tesla-Ingenieure haben ausgedehnte Testfahrten durchgeführt, um die Leistung des Model 2 unter realen Bedingungen zu bewerten. Nachdem das Tesla Model 2 gesichtet und seine technischen Daten enthüllt worden waren. Eines der herausragenden Merkmale des Tesla Model 2 ist seine beeindruckende Beschleunigung und Leistung. Mit einem Motor mit Hinterradantrieb, der zwischen 190 und 210 PS leistet und ein Drehmoment von 290 bis 310 Newtonmeter hat, schafft das Model 2 den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 5,3 Sekunden. Dies ist ein bemerkenswerter Wert. Vor allem im Vergleich zu Konkurrenten im gleichen Segment wie dem BYD Seagull oder dem Wollongong Mini E5, die nur Beschleunigungszeiten zwischen 10 und 15 Sekunden erreichen.
Obwohl der Preis des Tesla Model 2 viel niedriger ist als der seiner Konkurrenten in diesem Segment, kann er dank seiner Elektromotortechnologie, die ein sofortiges Drehmoment liefert, ein klarer Vorteil gegenüber Verbrennungsmotoren, teure benzinbetriebene Autos leicht überholen. Genau aus diesem Grund kann das Model 2 diese schockierend hohen Geschwindigkeiten in nur wenigen Sekunden erreichen. Eine weitere herausragende Technologie des Tesla Model 2 ist die Umstellung auf die neue Natrium-Ionen-Batterietechnologie des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien kosten Natrium-Ionen-Batterien nicht nur weniger, sondern verwenden auch reichlich vorhandene Materialien wie Natrium, Eisen, Aluminium und Mangan. Dies verringert die Abhängigkeit von teuren Metallen wie Lithium, Kobalt und Nickel, bietet eine bessere Leistung unter verschiedenen Bedingungen und senkt gleichzeitig die Kosten für die Batterieproduktion und damit die Gesamtkosten des Elektrofahrzeugs erheblich. Die Tatsache, dass Tesla seit 2021 ein Auge auf die Natrium-Ionen-Batterietechnologie geworfen hat, ist bezeichnend. Kürzlich erklärte Spencer Gore, ein ehemaliger Konstrukteur von Batteriemodulen bei Tesla und jetzt CEO von Bedrock Materials, dass mit der Natrium-Ionen-Technologie je nach Einsatzbedingungen und Umgebung eine Reichweite von 300 Meilen oder mehr erzielt werden könnte. Dies ist vergleichbar mit den derzeitigen LFP-Batterien, allerdings zu einem Drittel der Kosten. Mit einer Kapazität von 50 bis 60 Kilowattstunden ermöglicht die Natrium-Ionen-Batterie im Model 2 eine Reichweite von 310 Meilen mit einer einzigen Akkuladung, was ausreicht, um von Los Angeles nach Las Vegas zu fahren, ohne nachladen zu müssen. Dies verändert die Wahrnehmung von erschwinglichen Elektrofahrzeugen völlig. Während andere Elektroautos wie der BYD Seagull nur 190 bis 250 Meilen weit fahren können, übernimmt das Tesla Model 2 die Führung und lässt die Konkurrenz vor Bewunderung den Hut ziehen. Der Wechsel des Batteriesystems hat dem Model 2 auch eine beeindruckende Ladeleistung ermöglicht. Mit früheren Systemen wie den 46080 oder LFP-Batterien dauerte es etwa 20 Minuten, um auf 70% zu laden. Jetzt wurde jedoch ein Durchbruch erzielt. Das Model 2 kann nun in nur 10 Minuten auf 80% aufgeladen werden. Damit ist das Problem der langen Wartezeiten beim Aufladen, das viele Menschen davon abgehalten hat, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, vollständig gelöst. Darüber hinaus wurden die Betriebskosten des Model 2 zum Zeitpunkt unserer Recherche als unglaublich beeindruckend eingestuft. Sie liegen bei den aktuellen Stromtarifen bei etwa 0,03 US-Dollar pro Meile. Dies ist erstaunlich, wenn man es mit den Kosten von 0,10 Dollar pro Kilometer für benzinbetriebene Fahrzeuge vergleicht. Betrachten wir zum Beispiel einen typischen Büroangestellten, der täglich etwa 37 Meilen für seinen Arbeitsweg zurücklegt. Wenn er ein benzinbetriebenes Auto fährt, würden die Kraftstoffkosten 0,10 Dollar pro Meile betragen. Also insgesamt etwa 111 Dollar pro Monat nur für den Arbeitsweg. Wenn Sie jedoch auf ein Elektrofahrzeug umsteigen, sinken diese Kosten auf nur 0,03 Dollar pro Kilometer. Was bedeutet, dass Ihre monatliche Fahrt nur 77 Dollar kosten würde. Das bedeutet, dass wir jeden Monat 34 Dollar zusätzlich sparen könnten. Genug für ein schönes Restaurantessen, um eine Kleinigkeit für die Familie zu kaufen oder sogar für wichtigere Dinge zu sparen. Wenn man sich diese Zahlen ansieht, ist es klar, das Fahren eines Elektrofahrzeugs ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern schont auch den Geldbeutel. 34 Dollar pro Monat mögen nicht viel erscheinen, aber im Laufe eines Jahres oder sogar eines Jahrzehnts summieren sich die Einsparungen zu einem beträchtlichen Betrag. Und da die Benzinpreise jederzeit steigen können, ist der Umstieg auf ein Elektroauto nicht nur eine kluge Entscheidung, sondern auch ein praktischer, vernünftiger und nachhaltiger Schritt nach vorn. Und wenn wir ein Tesla Model 2 mit Natrium-Ionen-Akkutechnologie nach Hause bringen können, hat es auch den Vorteil, dass es bei Kälte besser funktioniert. Während viele herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien bei Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius nur etwa 60% ihrer Kapazität beibehalten können, sind es beim Model 2 80%. Das ist ein großer Vorteil, vor allem für diejenigen, die in kälteren Klimazonen leben. Wie kann das Tesla Model 2 im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt gebracht werden? Tesla steuert mit großen Schritten auf die mit Spannung erwartete Markteinführung des Model 2 zu, eines revolutionären Fahrzeugs,
das den globalen Automobilmarkt im zweiten Quartal 2025 auf den Kopf stellen soll. Trotz der weit verbreiteten Spekulationen, dass das Unternehmen dieses ehrgeizige Projekt zugunsten seiner Robotaxi-Initiative aufgeben könnte die Wahrheit nicht anders lauten. Elon Musk und Tesla sind nicht nur fest entschlossen, das Model 2 zu produzieren, sondern befinden sich auch in der Endphase der Vorbereitungen, da sie über ein globales Produktionsnetzwerk und bahnbrechende Technologien verfügen, um dieses bahnbrechende Auto auf die Beine zu stellen. Die Strategie von Tesla für die Markteinführung des Model 2 ist kühn und innovativ. Musk und sein Team verfolgen unermüdlich die Vision, die Produktion in einem noch nie dagewesenen Tempo zu steigern, wobei der Bau der Gigafactory Mexiko eine zentrale Rolle spielt. Diese 10 Milliarden Dollar Anlage wird die Landschaft der Automobilproduktion verändern und folgt dem Vorbild früherer Erfolge von Tesla, wie zum Beispiel Giga Shanghai. Es wird erwartet, dass Giga Mexiko im ersten Quartal 2025 die Produktion von bis zu 500.000 Model 2 Einheiten pro Jahr aufnimmt und bis 2028 auf beeindruckende 2 Millionen Fahrzeuge ansteigt. Diese schnelle Expansion ist ein Zeichen für Teslas unerschütterliche Entschlossenheit, sein Versprechen von erschwinglichen Elektrofahrzeugen einzulösen. Das Model 2 ist nicht einfach nur ein neues Auto, es ist ein Symbol für Teslas unermüdliches Streben nach Effizienz und Innovation. Mit revolutionären Fertigungstechniken wie dem Gigacasting der nächsten Generation und radikalen Montagemethoden zielt Tesla darauf ab, die Produktionskosten zu senken und gleichzeitig den Ausstoß drastisch zu erhöhen. Die Integration von Spitzentechnologien stellt sicher, dass das Model 2 in einem erstaunlichen Tempo produziert werden kann. Mit einem anfänglichen Produktionsziel von 350.000 Einheiten im zweiten Quartal 2025, das bis zum Ende des Jahres auf 1 Million Einheiten ansteigt. Diese Ziele sind nicht nur erreichbar, sie sind auch strategisch so angelegt, dass sie die etablierten Automobilriesen herausfordern. Das Herzstück dieser Revolution ist der erschwingliche Preis des Model 2, der bei nur 10.699 US-Dollar beginnen soll. Dieser Preis macht das Model 2 zu einem direkten Konkurrenten sowohl für herkömmliche Benzinfahrzeuge als auch für andere Elektroautos der Einstiegsklasse und bringt leistungsstarke Elektromobilität für die breite Masse. Die aggressive globale Strategie von Tesla stärkt die Marktposition des Model 2 weiter. Das Unternehmen baut sein Lieferkettennetzwerk aus und optimiert die Logistik, um das Model 2 schneller an die Verbraucher zu liefern, als es jeder traditionelle Autohersteller könnte, angesichts der enormen Nachfrage, die bereits jetzt erwartet wird. Insbesondere in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten, China und Europa sind Teslas Skalierungsbemühungen darauf ausgerichtet, das steigende Verbraucherinteresse zu bedienen. Tesla geht davon aus, dass das Model 2 bis 2028 den Markt für Elektrofahrzeuge dominieren und bis zu 50% des Kleinwagensegments für sich beanspruchen wird. Was ist also der neue Tesla-Prototyp, der in Austin vorgestellt wird? Teslas autonome Cybercab-Flotte wird immer häufiger in der Gigafactory, Texas, in Austin gesichtet, was darauf hindeutet, dass die Vorbereitungen für die Markteinführung im Juni 2025 intensiviert werden. Mehrere Bestätigungen von Tesla-Führungskräften bekräftigen, dass das bahnbrechende Fahrzeug weiterhin im Zeitplan für sein öffentliches Debüt in diesem Sommer liegt. Jüngste Drohnenaufnahmen zeigen mehrere Tesla Cybercabs, die in der Gigafactory des Unternehmens in Texas getestet werden, und belegen Teslas Engagement, den angekündigten Zeitplan einzuhalten. Im Februar 2025 dokumentierte der Drohnenpilot Joe Techtmeier die bisher umfangreichsten Cybercab-Tests in der Fabrik in Austin. Nach Techtmeiers Beobachtungen waren mindestens 3 Cybercabs gleichzeitig zu sehen, obwohl er die Gesamtzahl auf eher 5 schätzte und vielleicht sogar noch ein paar mehr Fahrzeuge in der Anlage im Umlauf waren. Das Filmmaterial enthüllte ein besonders interessantes Detail. Diese Testfahrzeuge waren mit Lenkrädern und menschlichem Bedienpersonal ausgestattet. Ganz im Gegensatz zu dem autonomen Design, das bei der ursprünglichen Enthüllung gezeigt wurde. Dies deutet darauf hin, dass Tesla vor dem Übergang zum vollständig autonomen Betrieb Daten zum manuellen Fahren sammelt oder möglicherweise eine Variante mit manueller Steuerung in Betracht zieht. Die Cybercabs in Austin haben bei Tests bereits beeindruckende Fähigkeiten bewiesen. Berichten zufolge haben die Fahrzeuge unerwartete Straßensperren erfolgreich überwunden, darunter eine örtliche Parade
und eine nicht gekennzeichnete Baustelle, die in den Navigationskarten nicht aktualisiert worden war. Das Tesla Model 2 ist nicht einfach nur ein Auto, es ist ein potenzieller Katalysator für intelligentere, umweltfreundlichere Städte. Da Stadtplaner mit steigenden Emissionen, Verkehrsstaus und der Notwendigkeit eines saubereren Transits zu kämpfen haben, ist das Aufkommen eines erschwinglichen und technologisch fortschrittlichen Elektroautos wie des Model 2 ein Wendepunkt. Dank seiner kompakten Abmessungen, der Schnellladefunktion und der extrem niedrigen Betriebskosten ist das Fahrzeug ideal für dicht besiedelte Gebiete geeignet. Und Tesla weiß das. Insiders sagen, dass Tesla hinter verschlossenen Türen Gespräche mit mehreren Stadtverwaltungen führt, um das Model 2 in kommende städtische Mobilitätsprogramme zu integrieren. Man denke an Carsharing-Flotten, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, an autonom Microtransit-Netze, die die Abhängigkeit von Dieselbussen verringern, und an KI-optimierte Verkehrssysteme, die in Echtzeit mit Teslas Fahrzeugen verbunden sind. Mit Teslas bestehendem Full Self-Driving FSD-Stack, der rasch ausgereift ist, könnte das Model 2 nur noch ein Firmware-Update davon entfernt sein, ein vollständig autonomes, stadtfreundliches Elektrofahrzeug zu werden. Stellen Sie sich das vor, ein Netzwerk von Model 2 Fahrzeugen, die durch den Verkehr rasen, sich selbst navigieren, selbst einparken und Staus durch intelligente Routenführung reduzieren. Das ist keine Science-Fiction mehr, es ist der logische nächste Schritt. Und Tesla könnte gerade dabei sein, das erschwingliche Rückgrat einer zukünftigen intelligenten Stadt zu bauen, einer Stadt, die weniger verschmutzt, weniger verstopft und mehr auf den Menschen ausgerichtet ist. Ein trojanisches Pferd für das KI- und Software-Ökosystem von Tesla. Das Tesla Model 2 mag zwar das billigste Auto im Sortiment des Unternehmens sein, aber es ist wohl das Wichtigste für die langfristige Strategie von Tesla. Denn es ist ein trojanisches Pferd für sein Software-Imperium. Während sich die Medien auf den Preis und die Batteriespezifikationen konzentrieren, liegt das eigentliche Spiel woanders, bei den Daten. Jedes Model 2 wird als Knotenpunkt in Teslas ständig wachsendem KI- und Datenökosystem dienen, in dem Tesla Millionen von vernetzten Fahrzeugen auf die Straße bringt. Erhält das Unternehmen Zugang zu einem immensen Datenstrom in Echtzeit, vom Fahrverhalten und den Straßenbedingungen bis hin zu den Präferenzen der Benutzeroberfläche und den Wartungszyklen. Diese Daten speisen die neuronalen Netzwerke von Tesla und ermöglichen es ihnen, FSD, Routenoptimierung, Sicherheitsfunktionen und vieles mehr kontinuierlich zu verbessern. Analysten gehen sogar davon aus, dass die mit dem Model 2 erzielten Softwareeinnahmen den Gewinn aus den Hardwareverkäufen irgendwann übertreffen könnten. Abonnements für FSD, In-Car Entertainment, Cloud-basierte Diagnose und vorausschauende Wartung könnten ein wiederkehrendes Einnahmemodell schaffen, ähnlich wie es Apple mit dem iPhone gemacht hat. Der Aufkleberpreis von $10.699 mag bescheiden aussehen. Aber was die Käufer wirklich bekommen, ist der Zugang zu einem Ökosystem. Und was Tesla gewinnt, ist ein Standbein in der nächsten Billionen-Dollar-Tech-Vertikale. Globaler wirtschaftlicher Equalizer, EV-Zugang für Schwellenländer. Eine der am meisten übersehenen und doch revolutionären Auswirkungen des Tesla Model 2 liegt jenseits der Grenzen der Vereinigten Staaten und Europas. Mit seinem bahnbrechenden Preis und seiner robusten Technologie hat das Model 2 das Potenzial, das erste wirklich globale Elektroauto zu werden, zugänglich nicht nur für die Mittelschicht in Kalifornien oder Berlin, sondern für Millionen von Fahrern in Lateinamerika, Südostasien und Afrika. In vielen dieser Regionen ist der Mangel an erschwinglichen, zuverlässigen Verkehrsmitteln ein tägliches Hindernis für Bildung, Beschäftigung und Gesundheitsversorgung. Die Einführung eines erschwinglichen Elektroautos, das keine Kompromisse bei der Sicherheit oder Leistung eingeht, könnte einen demokratisierenden Effekt haben und die seit Generationen bestehende Mobilitätslücke schließen. Teslas flexibles Gigafactory-Modell könnte hier eine entscheidende Rolle spielen. Durch die Lokalisierung der Produktion in oder in der Nähe von Entwicklungsmärkten, möglicherweise in Mexiko, Indien oder Indonesien, könnte das Unternehmen sowohl Zölle als auch Transportkosten umgehen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und die lokale Wirtschaft ankurbeln. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der der Besitz eines Tesla kein luxuriöser Wunsch ist, sondern eine realistische Option für eine Lehrerin in Nairobi oder einen Lieferfahrer in Manila. Das ist nicht nur Innovation, das ist wirtschaftlicher Wandel auf Rädern.
Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken und zu abonnieren, um mehr über Zukunftstechnologien, Tesla-Durchbrüche und verblüffende Innovationen zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.